Moin, was geht? Ihr werdet nicht glauben, was ich schon wieder rausgefunden habe. Das kannst du dir nicht ausdenken. Willkommen zu einem neuen Forza Horizon 6 Video. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Mir wird es nicht vergönnt, einfach mal ein bisschen zu entspannen. Aber ich mache natürlich auch gerne die Videos hier für euch, weil ich muss euch da auf jeden Fall updaten. Es gibt heute in dem Video 3 News. Ein paar habt ihr vielleicht schon gehört davon, aber wir haben jetzt tatsächlich das erste echte Bild aus Forza Horizon 6. Also es ist ein geleaktes Bild, aber ich kann euch wieder beweisen, dass es tatsächlich echt ist. Und dafür musste ich heute schon wieder den Sherlock Holmes auspacken und das ganze Internet durchforsten. Aber das habe ich natürlich für euch gemacht, kein Problem. Außerdem wurde ich von den Horizon-Servern wieder gedowngraded und ich bin jetzt wieder auf der alten Version, was schon mal wieder bestätigt, dass der Leak für den 19. Mai, wo der Release sein wird, auf jeden Fall echt gewesen ist. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Und drittens gibt es noch ein neues offizielles Bild für die Ankündigung für den 22. Januar. Ist nichts Besonderes, aber will ich euch trotzdem zeigen. Und Leute, wenn euch hier meine unseriöse Arbeit auf Sherlock Holmes Basis gefällt, dann lasst doch jetzt ein Like da, weil wir müssen hier auch wieder Likes sammeln, Leute. Ja? Und wenn ihr direkt schon dabei seid beim Klicken, dann klickt doch direkt auf den Abonnieren-Button. Abo und Like, dann läuft der Hase. Wie gesagt, Leute, der Zipper hat sich hier mal wieder zum Sherlock Holmes gemacht und hat für euch alles richtig gut recherchiert hier, ja? Und das gucken wir uns heute mal auf unseriöser Basis an. Wir fangen aber erstmal an mit einer Sache, die ich schon bei Instagram gesagt habe. Also vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn ihr mal bei Instagram folgt, weil da gibt es immer ganz schnell die News in der Instagram-Story. Und zwar habe ich ja euch schon in dem letzten Video, am Ende des Videos, wer überhaupt bis dahin durchgehalten hat, gezeigt, dass der Leak für Forza Horizon 6, wo das Release-Datum drauf stand und ja, alles mögliche zur Premium Edition, auf jeden Fall echt ist. Das konnte ich euch in meinem Spiel beweisen, weil ich mehrere ganz spezielle Versionen hatte, ja. Deswegen konnte ich schon quasi in die Zukunft gucken mit meinem Account und konnte schon sehen, was da so abgeht. Das wurde selbstverständlich auch wieder als Fake abgestempelt, was natürlich völliger Quatsch ist. Das kann ja jeder, der nicht ganz bescheuert ist, direkt sehen, dass das kein Fake sein kann. Ich habe ja auch ganz schnell durch das Menü gescrollt und so. Aber bevor ich jetzt gleich sage, was passiert ist, zeige euch eine kurze Sache noch. Und zwar bin ich natürlich nicht bescheuert. Also erstes Mal könnt ihr jetzt hier sehen, dass ich wieder gedowngradet wurde. Das ist nämlich die News. Ich bin nämlich jetzt hier wieder auf der Version, wo ihr alle seid. Ja, ich wurde 3 Updates zurückgestuft. Und ich bin natürlich nicht bekloppt, deswegen habe ich ja auch einen Screenshot aus dem Spiel gemacht, ja. Und da können mir ja jetzt die Leute, die mir erzählen, dass das Fake ist, können mir ja jetzt gerne mal sagen, wie man das hier faken soll. Ja, also wir sind ja wirklich auf der Xbox unterwegs, ganz normal, blablablub, okay. Und wir gehen jetzt hier auf Aufzeichnungen und dann können wir uns jetzt hier meine Screenshots angucken. Da können die Leute mir jetzt mal erzählen, wie das hier Fake sein kann. Da steht ja sogar der Spielname da drunter, ja, unter dem Bild. So, wenn ich da draufklicke, habt ihr ja am Ende des letzten Videos gesehen, so sieht das da aus. Und als ich da war, bin ich ja auch ganz schnell immer hin und her gegangen. Wie gesagt, die Leute können ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie sie das erklären. Aber was ist passiert? Und zwar wurde ich jetzt, wie gesagt, 3 Updates zurückgestuft und jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ja? Also das beweist natürlich jetzt nochmal, dass es natürlich ein Fehler gewesen ist, dass diese Updates gekommen sind und die Leute das alles schon sehen konnten. Ist jetzt wieder ein weiterer Beweis dafür, dass es ein Fail war. Auch ganz wichtig, weil ich habe jetzt schon mehrere Kommentare gelesen, wo Leute sagen, ach ja, wieder so ein Promo-Move und so. Nee, das ist wirklich kein Promo-Move, es ist ein Fail gewesen von denen, dass das geleakt wurde. Es war kein Promo-Move, ja. So, damit ich mich jetzt nicht wiederholen muss, ich blende euch mal kurz meine Instagram-Story ein, dann könnt ihr euch mal kurz anhören, was da passiert ist. Wie gesagt, folgt gerne bei Instagram für mehr unseriösen Content. Ich bin mehrere Versionen gedowngradet worden. Ich packe euch die nochmal hier hin. Hier oben ist die erste Version, die ich bekommen habe, die war nur für einen Tag, war die da. Das ist die Version, wo man diese Werbung bekommen hat, wo auch das Release-Datum drin stand. Dann als nächstes, das war ein Tag später, das Update kam und danach hatte man keine Verbindung mehr zum Server, deswegen konnte man die Werbung nicht mehr sehen. Danach kam das Update und da haben die dann diese Werbung weggemacht, wo der Release-Datum drin stand. Aber da haben sie vergessen, dass im Shop noch was ist. Ja? Das hatte ich euch in einem Video gezeigt, was da ist. Und die Version habe ich jetzt. Ich bin komplett gedowngradet auf die Version, die jetzt jeder hat. Ja, nochmal ganz kurz, hier sieht jetzt wieder ganz normal aus alles. Aber nächste Woche am 22. wisst ihr dann, wie das dann bei euch aussehen wird. Ja? Da kommt ein Forza-Update und dann sieht es so aus wie bei mir in dem YouTube-Video.
Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Nur ganz kurz eben, vielleicht hat das jemand nicht mitbekommen. Ich will euch ja hier auch alles zeigen. Ne? Ich hätte jetzt kein extra Video dafür gemacht, aber jetzt packen wir das ja auch einfach mit rein. Und zwar gibt es ein neues Bild für die Developer Direct, die am 22. Januar stattfinden wird. Nochmal ganz kurz. Dort wird das Spiel vorgestellt mit einem neuen Trailer, einem großen Trailer und auch ein bisschen Gameplay. Unter anderem gibt es da auch Fable und ein paar andere Sachen. Und an diesem Tag, an dem 22. Januar, an dem Tag wird es wahrscheinlich dann auch das Update für euch geben. Ja, oder für mich dann auch, weil ich wurde jetzt gedowngradet. Und dann können wir auch im Spiel uns die Premium Edition angucken, beziehungsweise in den Stores. Beziehungsweise wird man am 22. Januar dann auch sehr wahrscheinlich das Spiel schon vorbestellen können. Ja, so. Und dazu gibt es, wie gesagt, ein neues Bild. Wie gesagt, da können wir uns so ganz kurz einmal drauf gucken. Und hier sind ein paar Kleinigkeiten. Hier oben ist ich weiß gar nicht, was ist das hier oben? Keine Ahnung. Dann haben wir hier unten rechts noch was. Das sieht interessant aus. Und zwar sieht das für mich hier aus wie Bambus. Also vielleicht gibt es da so einen Bambuswald wie in Seekrew Motorfest, Seekuh. Das Interessanteste vielleicht ist hier links, und zwar sehen wir da ein bisschen Landschaft. Man sehen hier so eine schöne Driftstrecke hier so ein bisschen. Und hier unten links ist auch ein Auto. Ich weiß nicht, was es ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was denkt ihr, welches Auto ist das hier? Und könnte das eventuell, also wenn jemand weiß, was das für ein Auto ist, hat das Ding einen V6-Motor oder einen Sechszylinder-Motor? Weil dann könnte nämlich dieses Auto eventuell den Sound gemacht haben aus dem ersten Trailer, den wir im September bekommen haben. Da war ja ein richtig schöner V6-Sound oder Sechszylinder-Sound. Könnte eventuell das Auto sein, könnte dann auch eventuell das Covercar sein. Man weiß es nicht. So viel auf jeden Fall zu dem Thema. Okay, Leute, und jetzt wird es richtig heiß. Wir haben tatsächlich, das ist jetzt News Nummer 3, wir haben tatsächlich das allererste Bild aus Forza Horizon 6 geleakt bekommen. Aber ich kann euch beweisen, dass das wirklich echt ist. Ich habe selber kurz gedacht so, echt jetzt? Das kann nicht echt sein, ne? Es ist wirklich echt und ich kann es euch wieder beweisen. Meine Güte, ey. Das hat mich aber auch ein bisschen Zeit und Nerven gekostet gerade. Aber egal, ich kann es euch beweisen. Das werdet ihr nicht glauben. Und zwar das hier wurde geleakt. Und zwar, wenn man Trolley-Süßigkeiten kauft, dann bekommt man ein Auto in-game geschenkt. Und das ist nichts Neues. Das kenne ich schon aus Forza Horizon 5 und bestimmt gab es das früher auch schon mal. Da war ich aber halt nicht am Start. Aus Forza Horizon 5 kennen wir das zum Beispiel. Woher? Dazu habe ich nämlich auch ein Video gemacht. So, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht, dann gibt es hier erstmal eine Kategorie, wo schon Videos für Mitglieder sind. Also hier fragen aber Leute nach KX Street. Das ist schon da, kommt irgendwann, ne? Wer möchte, ich würde mich freuen, natürlich über eine Mitgliedschaft hier, die kostet nur 99 Cent, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Wenn euch dieser unseriöse Content hier gefällt, wäre das natürlich eine nice Sache. Aber ihr könnt hier auf Videos klicken und dann klicken wir hier auf die Lupe und dann schreiben wir mal rein Oreo. Und dann kommen wir direkt zu dem Video hier. Und zwar ist das eine Special Edition aus Forza Horizon 5. Die hat man bekommen, wenn man sich Oreo-Packungen gekauft hat. Und dann hat man quasi so einen Code bekommen und du hast wirklich ein sehr, sehr seltenes Auto in dem Spiel. Ich habe auch ganz vielen Leuten von euch dieses Auto geschenkt, weil ich ja ganz viele Packungen gekauft habe. Und ganz genau so wird das jetzt auch hier mit diesen Trolley-Dingern sein. Wir gucken uns das gleich ganz genau an. Ja, es gibt nämlich einige Sachen, die wir jetzt hier draus ablesen können. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Bild bestätigt jetzt nochmal den Release von Forza Horizon 6. Erstens mal, hier, dieses Auto bekommt ihr, wenn ihr die Trolley-Packung kauft. Das ist ein Toyota Land Cruiser, soweit ich das jetzt gesehen habe. Aber das Interessante ist ja, wo steht dieses Auto? Und zwar, wie ihr seht, steht das hier mitten im Schnee. Ja, das ist hier die Forza Horizon 6 Map. Weil, wie wir wissen, in Forza Horizon 5 gibt es kein Schnee. Es gibt zwar Schnee, aber nur zu einer bestimmten Saison und nur auf dem Vulkan. Und das hier sieht nicht aus wie auf dem Vulkan. Das bedeutet, das hier ist wirklich aus Forza Horizon 6. Bedeutet auch, wenn wir Forza Horizon 6 spielen, wird es anscheinend auch wieder Seasons geben. Also wir haben natürlich jetzt auch in Forza Horizon 5 Seasons, aber da sind wir halt in Mexiko und in Mexiko, da ist halt nicht viel mit Schnee oder Seasons, ne? Da ist halt meistens schön warm. Hier in Japan gibt es anscheinend auch Seasons, wo wir Schnee haben werden. Und im Hintergrund sehen wir noch mehr Berge
und da ist auch überall Schnee, wie ihr sehen könnt. Also das ist das allererste Bild, was wir aus Forza Horizon 6 sehen, abgesehen von dem kurzen Trailer, der im September gekommen ist. Und man sieht hier noch ganz viel. Und zwar, wir können uns erstmal die andere Seite der Packung am besten angucken. Und die sieht so aus, weil jetzt können wir nämlich noch mal ein bisschen hier mehr von dem Gebirge hier sehen. Hier ist übrigens auch das Forza Horizon 6 Logo, klar. Also das ist, ich bin wirklich fasziniert, was man hier alles erkennen kann. Was fällt euch noch auf, Leute? Eine Kleinigkeit, die mir auch direkt aufgefallen ist, ist hier der Schriftzug auf dem Auto. Und seht ihr, wo der Schriftzug ist? Dieser Schriftzug ist nicht auf der Karosserie, sondern auf der Scheibe. Das könnte bedeuten, dass wir in Forza Horizon 6 Möglichkeiten haben, nicht nur die Scheibe zu tönen, also dunkler zu machen oder farbig zu machen, sondern eventuell können wir auch als neue Tuning-Option hier Sticker, also Decals, so Sticker auf die Scheibe drauf machen. Der heißt dann vielleicht Trolley Edition. Vielleicht ist es nur bei dem Auto so, aber es könnte auch bedeuten, dass wir das auch selber machen können. Übrigens, dass das wirklich eine Scheibe ist, weil ihr kennt natürlich, manche Autos haben hier oben noch so ein Stück Metall, ein Stück Karosserie, damit die Sonne nicht blendet. Das ist in dem Fall wirklich eine Scheibe, das kann ich euch mal eben zeigen. Und zwar ist das hier das Auto. Und wenn wir uns das hier angucken, sehen wir, dass hier oben keine Karosserie ist. Hier ist kein Metall. Es ist wirklich die blanke Scheibe. Man sieht, dass es hier oben ein bisschen dunkler ist. Das ist ja normal, bei den meisten Autos ist das hier oben etwas dunkler, ne, um halt vor der Sonne zu schützen. Aber es ist trotzdem eine Scheibe. Könnte also wirklich bedeuten, dass wir Sticker auf die Scheibe anbringen können. Das wäre ja eine coole Sache. Und was wir hier sehen können, wie funktioniert das Ganze überhaupt, das können wir nämlich auch schon mal direkt sehen. Und zwar steht hier oben, mach ein Foto von deiner Quittung, dann lade diese Quittung hoch auf trolley.com/Xbox. Die Seite ist tatsächlich schon eingerichtet, können wir gleich gucken. Dann bekommt man einen Code, um das Auto dann zu bekommen. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt geleakt worden auf der offiziellen Seite von Trolley. Ja, hier sieht man nochmal ein Screenshot von der Seite und hier sehen wir wieder ein paar interessante, es sind ganz viele interessante Details, wo man mal drauf achten muss. Dass das real ist, werde ich gleich noch beweisen, ja, macht euch keine Gedanken, ja, es ist auf jeden Fall real, aber was wir sehen ist Trolley und Xbox 25. Das bedeutet, das ist eine Partnerschaft von Trolley mit Xbox zum 25. Jahrestag von Xbox. Und das ist ja dieses Jahr, 2026. Ich kann euch gleich schwarz auf weiß beweisen, dass das wirklich echt ist. Aber wenn man jetzt mal ohne diesen Beweis zu haben, überlegt, macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, weil Trolley hatte schon mal eine Kooperation mit Xbox und zwar zum 20. Jubiläum war das. Und da gab es nämlich etwas Ähnliches. Bevor wir uns das Bild jetzt hier weiter angucken, kann ich euch was aus der alten Dings zeigen. Ich habe wirklich hier recherchiert wie ein Gott. Also, das ist die Kooperation von Trolley mit Xbox für das 20. Jubiläum von Xbox. Ne, da musstest du auch hier die Süßigkeiten kaufen und dann hast du hier einen Monat kostenlos Xbox Game Pass Ultimate bekommen. Übrigens, Leute, bitte kauft euch nicht den Ultimate Game Pass für so ganz viel Geld. Ne? Der ist mittlerweile wirklich teuer geworden. Kauft euch den bitte bei meinem Partner. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ganz viel Geld sparen. Ne? Also da seht ihr hier 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate kosten euch nur 40 Euro. Normalerweise kostet ein Monat schon 29 Euro. Deswegen schlagt hier auf jeden Fall zu. Das wird jetzt auch bald irgendwann teurer werden. Link ist in der Videobeschreibung. Ne? Was sieht man denn noch auf dem Bild? Und zwar sieht man hier Coming soon, check back on. Aus Deutschland müssen wir jetzt aufpassen, weil es ist nicht der 3. Januar, sondern der 1. März. Also 1. März 2026 bekommen wir mehr Informationen zu der Kampagne. Und wie gesagt, dieses Bild ist quasi von der Webseite von Trolley. Und weil das ja hier ein Leak ist dieses Bild natürlich wieder auf der Internetseite verschwunden. Und das können wir uns jetzt einmal kurz angucken. Und zwar gibt es hier natürlich einmal die Trolley Deutschland-Seite. Hier sehen wir schon mal überhaupt gar nichts. Ne? Da können wir jetzt hier lange rumsuchen, da gibt es gar nichts. Dann gibt es die offizielle normale .com Trolley-Seite. Und hier sieht man auch, die haben gerade eine Partnerschaft mit Mountain Dew. Und es gibt tatsächlich einige Gaming-Partnerschaften, die jetzt hier haben. Ne? Also vorhin haben wir auch irgendwas mit Destiny 2 gesehen und so. Aber wie ihr seht, hier ist nichts mehr drauf. Allerdings seht ihr hier oben, die haben auch eine Gaming-Seite, Trolley Gaming. Und wenn wir da draufklicken, kommen wir hier hin.
Deswegen, ihr seht schon, es wird immer realistischer, dass das wirklich echt ist, ne? Der Beweis kommt gleich noch, aber nur, dass ihr mal so checkt, okay, das macht schon irgendwie auch Sinn, ne? Hier sieht man aber auch nichts mehr. Also das Bild ist wirklich entfernt worden. Aber hier steht ja auch drauf, wenn wir das einlösen wollen, müssen wir unsere Quittung auf trolley.com/Xbox hochladen. Und diese Seite ist eingerichtet. Und zwar ist das die hier. Allerdings sieht man da nichts mehr. Das ist jetzt auch alles schon weg, ne? Und an dieser Stelle kommen wir mal zu dem Beweis. Weil das, was ihr jetzt gesehen habt, das habt ihr vielleicht auch schon bei anderen Leuten gesehen. Aber ich zeige euch jetzt was ich rausgefunden habe. Und zwar ist das der Wahnsinn. Ich kann es nicht glauben, dass das nicht gelöscht wurde. Ich habe tatsächlich eine amerikanische Internetseite gefunden. Also wirklich in den United States of America. Und die Seite hat dieses Produkt noch nicht gelöscht. Man kann es sich jetzt, Status jetzt, heute ist der 18. Januar, 6 Uhr morgens, man kann es sich jetzt immer noch angucken. Vielleicht ist es nach dem Video weg, aber jetzt gerade kann man sich noch angucken. Und ich musste einen akrobatischen Move machen, um das ansehen zu können, weil man kann das aus Deutschland nicht sehen. Aber ich wäre ja nicht Zogger, wenn ich das nicht natürlich für euch trotzdem realisieren würde. Also, pass auf. Und zwar gibt es hier einen Shop in Amerika, der nennt sich Hannah Ford. Ich muss jetzt gerade mal hier so ein Bild davor schieben, weil da unten steht jetzt meine IP-Adresse. Denn man kann aus Deutschland nicht diese Seite besuchen. Security Setting have blocked your IP-Address. Wir aus Deutschland können das nicht sehen. Und wenn man jetzt zu oft versucht, auf die Seite zu kommen, passiert Folgendes. Sie wurden gesperrt. Wenn man wirklich so oft die Seite besucht, wird man gesperrt. Natürlich habe ich versucht, eine Lösung zu finden. Und deswegen habe ich mir gerade mal eben schnell ein VPN gekauft. Ich habe davon leider überhaupt gar keine Ahnung. Ich musste mich damit erstmal beschäftigen. Also wenn das nicht jetzt schon mal ein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich ist das sogar schon wieder eine 99 Cent Mitgliedschaft wert hier. So ein Ding ist das. So, mittels VPN können wir die Seite jetzt besuchen. Und willkommen! So sieht das hier aus. Welcome to the Great America! Ja, so läuft das hier, Junge. Zack. Und hier sehen wir das Produkt. Und das sieht sogar ein bisschen anders aus als in dem Foto hier. Da sind andere Sachen drin anscheinend. Und das ist eine andere Packung. Und das ist online. Man kann es einfach angucken. Die haben das noch nicht gelöscht. Ich kann es nicht glauben, Alter. Und hier sehen wir schwarz auf weiß. Das ist jetzt der Beweis, dass es wirklich real ist. Das ist der Wahnsinn, Leute. Und hier unten steht noch was, das können wir uns gleich angucken. Und hier steht, das Produkt kommt aus Mexiko. Und das wirft natürlich direkt schon mal eine Frage auf. Welche Länder können überhaupt an diesem Ding teilnehmen? Also ich befürchte, dass wir aus Deutschland daran nicht teilnehmen können. Man weiß jetzt noch nicht, ob das überhaupt für Deutschland kommt. Ich befürchte nein, aber müssen wir abwarten. Und anscheinend, wie gesagt, gibt es ja verschiedene Produkte hier. Ne? Das zum Beispiel hier mit dieser großen Packung, das könnte ein Produkt sein für Amerika oder so oder für die USA speziell. Und das ist vielleicht eine Variante, die nur für Mexiko ist. Man weiß es nicht. Wir können jetzt hier uns den besten Preis übrigens anklicken. Wenn wir da jetzt draufklicken, kommen wir zu der Seite hier. Und dann sieht das so aus. Da sehen wir mal, das Ding kostet $5. Also das würde ich mir auf jeden Fall gönnen für so ein spezielles Auto. Und wir können uns das hier mal angucken. Und dann haben wir hier auch die Nährwerttabelle. Und hier haben wir eine Rückseite, wo wir noch mehr von der Map sehen können. Ich habe das Bild auch mal auf groß gleich, Moment. Aber ihr seht schon, es ist wirklich, wirklich real. Es ist absolut echt. Hier unten steht noch eine interessante Sache. Ansonsten hier unten Disclaimer. Ich glaube, hier steht nichts Besonderes drin. So, hier können wir es einmal groß angucken. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Man sieht hier ein bisschen mehr von der Map, weil man hier hinten noch mehr sehen kann auf der linken Seite. Und dass es hier wirklich irgendwie eine komplett zugeschneite Straße ist. Leute, das ist doch der absolute Wahnsinn. Das ist das erste Bild aus Forza Horizon 6. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie geil sieht das bitte aus? Und hier haben wir natürlich auch noch einmal die Rückseite auf schnell. Und da sehen wir auch noch mal ein bisschen was. Ja, so sieht das einfach aus. Aber ich will mir eine andere Sache angucken. Und zwar, also wie ihr seht, wir haben jetzt hier verschiedene Packungen, blablablub. Und es gibt noch einen interessanten Text, auf den wir eingehen müssen. Also unten Englisch, oben Deutsch, okay? Ingame-Inhalte erfordern das Spiel und möglicherweise ein Erweiterungspaket. Das könnte also darauf hindeuten, dass wir eventuell auch ein DLC besitzen müssen. Allerdings kann ich jetzt schon mal sagen, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Da können mir ja die Leute, die schon länger Forza Horizon spielen, mal in die Kommentare schreiben,
ab wann immer die DLCs kommen. Wie gesagt, in Forza Horizon 5 ist das ja einmal Hot Wheels gewesen und einmal das Rally Adventure. Aber ich glaube, das kommt nicht, also es kommt, glaube ich, erst ein Jahr nach Release immer sowas, oder? Ich denke schon. Deswegen wird man dafür jetzt kein Erweiterungspaket brauchen, aber die schreiben jetzt vielleicht zur Absicherung mit da rein. Viel interessanter ist das jetzt hier unten, Leute. Hochladen des Kassenbons bis zum 30. September 2026. Und Leute, wenn das jetzt nicht der beste Beweis ist, dass Forza Horizon 6 wirklich am 19. Mai kommt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ihr habt es hier schwarz auf weiß. Auf der Internetseite steht das auch. So, ja, hier auf der Seite, die ja noch nicht rausgenommen wurde, da steht das hier auch drin. 30. September 2026. Es ist also der beste Beweis dafür, dass Forza Horizon 6 natürlich nicht Ende des Jahres rauskommt, was ja immer noch viele Leute denken, weil dann hat man nämlich ungefähr ein halbes Jahr, sag ich mal, oder ein paar Monate zumindest, hat man Zeit von Mai bis September, das hier einzulösen, um den Inhalt zu bekommen. Und das ist es eigentlich, Leute. Also ganz viele Details, die wir jetzt hier raussehen können. Erstmal, wir haben einen Beweis, dass wirklich das Spiel nicht Ende des Jahres rauskommt. Das macht ja sonst mit der Kooperation ja gar keinen Sinn. Wir haben einen Beweis dafür, dass diese Bilder, die gerade im Internet rumgehen, nicht fake sind. Die sind wirklich echt. Wie ihr ja hier auf der Internetseite, ne, ganz normal, die ist immer noch online. Vielleicht, wenn das Video jetzt kommt, ist das nicht mehr da. Wie gesagt, ihr könnt das nicht aus Deutschland besuchen, die Seite, dann werdet ihr direkt gesperrt. Wir haben gesehen, es wird Schnee geben in Forza Horizon 6. Wir haben das allererste Auto, was offiziell jetzt bestätigt ist für Forza Horizon 6. Wir haben eine Info, dass man eventuell mehr Tuning-Möglichkeiten hat. Also ich kann schon mal sagen, man wird definitiv mehr haben. Aber anscheinend kann man auch wirklich jetzt Sticker auf die Scheibe machen, was auch was Neues ist. Und wir sehen einfach was von der Map. Das finde ich am faszinierendsten. Wir haben da hinten wirklich so ein Waldgebiet. Das sieht ein bisschen aus wie Kanada. Und wir haben schon die erste Kooperation auch offiziell bestätigt jetzt hier. Nicht nur als Leak, sondern wirklich ganz offiziell bestätigt, wie ich ja gerade gezeigt habe. Und bevor ich das wieder vergesse zu sagen, Leute, das Gewinnspiel läuft. Ihr habt noch bis Ende Januar Zeit, euch ein kostenloses Spiel zu sichern. Der Link ist in der Videobeschreibung drin. Klickt einfach da drauf, da müsst ihr nur auf Teilnehmen klicken und dann könnt ihr euch ein Spiel eurer Wahl kostenlos aussuchen. Link in der Videobeschreibung. Also, vielleicht wieder ein viel zu langes Video geworden. Ja, ich nehme jetzt hier ungefähr 1 Stunde auf und laber euch voll. Ja, aber das ist ja das, was ich gut kann, nämlich viel sabbeln für Likes und Klicks. Also, liked das Video, abonniert den Kanal und folgt bei Instagram. Wir sehen uns, macht's gut, schaut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.